Ihr Lieben, der Dezember hat begonnen, der letzte Monat dieses turbulenten Jahres, in dem sich die Energien auch nochmals verdichten werden in dieser Welt. Doch wir erhalten jetzt so viel Unterstützung, so viele kosmische Lichtcodes, die zu uns kommen, die uns sehr viele Erkenntnisse bringen und unseren Weg in das neue Jahr beleuchten werden. Oh ja, alles Schwere will jetzt gehen, weil wir es nicht mehr benötigen. Denn nun ist es Zeit, aus dem Stress dieses anstrengenden Jahres, aus dem Getriebensein durch die Geschehnisse im Außen, ja, aus dem Alten herauszukommen und die bevorstehende dunkle Zeit, die stille Zeit, die dunklen Nächte zu nutzen, um uns neu auszurichten, um wieder klarer zu sehen. Merkur wird am 13.12. rückläufig und dies ist auch die Zeit der Kommunikation mit uns selbst, mit unseren geistigen Helfern, dem Universum, ja, mit unserem Ursprung. Und wie ich es immer wieder sage, achtet auf eure Träume, die gerade jetzt sehr intensiv sind. Die geistige Welt kommuniziert mit uns und es geschieht sehr viel in den Nächten. Oh ja, wir gehen auf Reisen, sehen und erleben Dinge, die uns in diesem Leben vielleicht noch nicht begegnet sind. Wir reisen in andere Dimensionen, in parallele und vergangene Leben, während unser Wachbewusstsein ausgeschaltet ist. Und genau das verstärkt sich jetzt nochmals mit der starken Energieerhöhung, unser intuitives Fühlen, unser Sehen dessen, was lange verborgen schien. Und wir erwachen sprichwörtlich im Schlaf, der alles andere als ein passiver Zustand ist. Ja, ihr Lieben, das Jahr 2023 war ein Meisterjahr, auf das wir jetzt zurückschauen dürfen. Und es ist auch wie eine Vorbereitung auf 2024, das auch ein Meisterjahr sein wird und viel von uns fordert. Denn es wird uns zu unseren wahren Werten führen und zum Licht in uns. Völlig neue Wege warten auf uns und Loslassen schafft Raum für das Neue, das vielleicht schon sehr lange in uns schlummert. Immer mehr Zeichen, Synchronizitäten, Botschaften, Begegnungen, die uns jetzt genau dahin führen, wenn wir uns hierfür öffnen. Die Frequenzen erhöhen sich massiv mit den starken Lichtwellen, die durch die starke Erhöhung der Sonnenaktivität zu uns kommen und damit nicht nur unser Bewusstsein. Es beschleunigen sich die Energien in unserem irdischen Dasein als Mensch für Mutter Erde und alles Leben. Und durch diesen starken Anstieg der Frequenzen, den wir jetzt erleben,
manifestiert sich das, was wir an Gedanken und Gefühlen aussenden, immer schneller. Oh ja, Geist erschafft Materie. Es ist unsere Kommunikation mit dem Universum. Tun wir es bewusst und aus vollem Herzen. Nutzen wir die kommende Zeit für das Neue, das wir erschaffen werden. Denn ja, ihr Lieben, das neue Jahr bringt einschneidende Veränderungen in allen Bereichen, auf die es jetzt heißt, uns vorzubereiten. Allem voran uns zu entscheiden, neue Wege zu gehen und nicht mehr am Alten festzuhalten, das uns mehr und mehr unter den Füßen wegbricht. Die Entfesselung ungeahnter Kräfte. Das ist es, was für das kommende Jahr aus der geistigen Welt bei mir ankommt. Und ja, dies gilt für uns, in uns, für unser Leben, persönlich wie gesellschaftlich, atmosphärisch und in Mutter Erde und auch in dieser Welt. Wenn wir uns nicht entscheiden, ihr Lieben, dann entscheidet das Außen für uns. Denn die Umbrüche, privat, beruflich, wirtschaftlich, gesellschaftlich, sind unausweichlich. Und das heißt, uns klar zu werden, wer möchte ich sein und was ist meine wahre Aufgabe in diesem Leben. Und zwar jenseits des alten Funktionierens, der alten Gedanken und Glaubensmuster. Es ist Zeit, sagt die geistige Welt, aus der Ohnmacht aufzuwachen, aus diesem Spiel von Manipulationen und Macht und völlig neue Wege zu gehen. Und ja, Bewegung, Umzüge, räumliche Veränderungen, generell Veränderungen des Lebensumfelds sind bereits jetzt ganz stark im Feld. Viele denken darüber nach und besonders für das kommende Jahr. Und ja, die starken Sonnenstürme, wie wir sie jetzt erleben und die immer mehr zu uns kommen, können uns ganz schön durcheinanderwirbeln, wenn wir nicht fest geerdet sind. Die starken Strahlungswellen sind wie Tornados, wie Tsunami-Wellen, die durch uns und über alles hinwegfegen und in Lichtgeschwindigkeit alles entfernen, was keinen Bestand mehr hat. Mit der erneut sehr starken Energieerhöhung erhöht sich die Frequenz all unserer Zellen, unseres Gehirns, unserer DNA. Alles wird umgebaut. Was wir durch die entsprechenden Symptome, die ich immer wieder in meinen Energie-Updates beschreibe, deutlich merken können. Die starke Bewusstseinserweiterung, die damit einher und jetzt immer schneller geht, führt uns hin zu unserer wahren Essenz, zur Telepathie, zur Intuition und zur Verbindung mit allem, was ist. Ja, es ist die Erinnerung an unseren Ursprung als multidimensionale Wesen, die wir jetzt immer mehr brauchen. Wir brauchen unsere Kraft und dieses Wissen,
jetzt mehr denn je, wie auch unser Vertrauen. Denn diese Erde wird sich noch stark verändern. Die massiven magnetischen Störungen und Verschiebungen in den Atmosphärenschichten, der Tsunami kosmosolarer Partikel, die jetzt zu uns kommen durch die starke Erhöhung der Sonnenaktivität und die Schwäche des Erdmagnetfelds, verändern den elektrischen Fluss auf der Erdoberfläche und die alte Resonanzwirkung zur Aufrechterhaltung der alten Ordnung wird jetzt immer instabiler. Oh ja, sehr viel Unruhe in allen Systemen kommt bei mir an, wenn ich mich hineinfühle. Die Entfesselung ungeahnter Kräfte gilt nicht nur für und in Mutter Erde, sondern auch in dieser Welt, die mehr und mehr ihr hässliches und zerstörerisches Gesicht zeigt. Die Entfesselung ungeahnter Kräfte gilt vor allem auch in und für uns, ihr Lieben. Denn durch all das werden wir stärker, werden wir uns wieder verbinden, werden Seelenverbindungen, völlig neue Gemeinschaften entstehen, die sich gegenseitig unterstützen, völlig neue Lebensformen, völlig neue Wege. Und als Seele haben wir uns das wohl genau so ausgesucht, in diese Zeit zu inkarnieren, jetzt hier zu sein, weil wir eine Aufgabe haben als Lichtbringer der neuen Zeit. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in den Dezember und alles Liebe, eure Sylvia.